Ja, das muss der richtige Weg sein. Weil hier ist Pferdekacke oder Eselkacke. Das heißt, die Esel sind hier hochgelaufen. Das wird wohl dann richtig. Nee. Hä? Guten Morgen, ein weiterer Tag im goldenen Kaffeedreieck Kolumbiens. Ja, es hat schon wieder leicht so geregnet. Es ist jetzt halt so, ja. Aber im Moment ist es okay. Und ihr seht, ich bin hier schon wieder auf einer geilen Straße. Denn, mal zu, dann hört man mich vielleicht noch besser. Ich bin auf dem Weg nach Salento. Salento ist die touristischste Stadt im Kaffeedreieck, weil da in der Nähe ist das Cocora-Tal und dort gibt es die berühmten Wachspalmen und das sind die höchsten Palmen der Welt und die sollen im besten Fall dann so im Nebel liegen, das sieht dann halt aus wie bei King Kong. Und da muss ich halt erstmal nach Salento fahren und dann weiter zu diesem Tal und dann muss man so ein bisschen wandern gehen. Wir müssen jetzt in einer Minute da sein. Man sieht, das liegt hier so im Nebel und deswegen soll man auch früh da sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das früh ist, 10:20 Uhr, aber es macht doch erst um 9 Uhr auf oder so. Jetzt bis zum Ende fahren, wurde mir gesagt. Kann man da noch weiter oder was? Valle de Cocora? Sí, más adelante o? Parqueadero hacia 100 metros o a 300 metros, parqueadero. Ok, última es 300 metros. Okay. Ok, gracias. ¿Y allá es entrada también? O? Sí. Sí, ok, muchas gracias. Also 300 Meter. Ja, man kann halt auch mit so einem Pferd reiten. Da seht ihr schon, es ist ein bisschen touristisch. Und ihr könnt euch vorstellen, was hier am Wochenende ist, da stritzt dich wahrscheinlich tot. Ja, und das sind schon diese Palmen. Ach ja, da unten. Das war das eben. Wenn du da ganz vorne parkst, dann musst du noch den ersten Kilometer laufen, was unnötig ist. Ja, komm. Das wollte ich halt auch noch mal zeigen, was richtig geil ist. Normalerweise ist es ja immer innen gewesen bei den Hosen, die ich kenne. Aber hier kannst du die Dinger außen rein machen. Und dann kannst du es einfach jetzt rausziehen zum Wandern. Und das ist einfach eine Wanderhose. Hier habe ich schon eins rausgezogen. So, das ist der Eingang. Und es kostet 20.000. Das sind 4 Euro ungefähr. Also, wir sind hier unten. Nehme ich an. Eingang. Kannst hier hochlaufen. Und hier wieder runter. Das ist 1,7 Kilometer. Oder hoch bis hier, Mirador 2. Und wieder runter. Oder dann hier oben hin und dann ist dieses Kolibri-Reservoir hier noch. Das soll auch ganz gut sein. Ich gucke einfach mal. Wenn man diesen langen Walk macht, dann ist man halt 12 Kilometer unterwegs. Auf dem Schild stand auch, dass es um 6:30 Uhr aufmacht und nicht um 9. Also ich bin keineswegs früh. Ja, geht bergauf und ist warm. Jetzt bin ich natürlich zu warm angezogen. Aber ja, gestern war es eiskalt, hat geregnet. Also man weiß es nicht.
Naja, diese Palmen, habe ich gelesen, sind halt Wachspalmen und früher waren die vom Aussterben bedroht, weil die eben für Kerzenwachs benutzt wurden. Aber jetzt hat sich die Population wohl wieder erholt. Das ist Viewpoint 1. Wenn man hier runterläuft, ist man gleich wieder am Eingang. Den zweiten Viewpoint schaue ich mir jetzt auf jeden Fall auch nochmal an. Mal gucken, ob ich dann noch Lust habe. Und jetzt ziehen halt hier die Wolken so geil rein. Das ist richtig cool. Das ist Viewpoint Nummer 2. Die spielen da Karten. Ich aber werde jetzt noch weitergehen nach oben. Es sind jetzt 40 Minuten, hat der Typ das ist so ein kleiner Kiosk, an dem Kiosk gesagt, bis zu so einer Finca Montagna. Das ist quasi ganz oben. Das heißt, 40 Minuten noch bergauf. 3 bis 4 Stunden sind es noch bis zum einmal rumlaufen. Und ich habe jetzt beschlossen, ich laufe einmal rum. Das mit dem Wandern ist halt auch immer noch mal cool, weil man nimmt die Sachen dann natürlich ganz anders wahr als auf dem Motorrad. Und ich mache es auch wegen Kondition ganz gerne. Oder um ein bisschen wieder in den Adventure-Mood zu kommen. Die Wüste hat mich da schon mit der Hitze. Ich muss jetzt erstmal wieder 5, 6, 7 Kilo verlieren. Und ja, ein bisschen in der Höhe rumwandern ist natürlich das beste Training, aber poco a poco. Und mir kommen ganz viele Leute entgegen. Das heißt, man kann den Trail auch andersrum laufen. Und die haben mir dann gesagt, oder einer hat mir gesagt, hier ist es mehr wie eine Straße, aber auf dem anderen runter ist es dann mehr ein Trail mit Brücken und Wasserfällen und so. Und es ist auch witzig, wie die Vegetation wechselt. Es war ja erst so dschungelmäßig. Und hier sind jetzt Pinienwälder. Mit dem typischen Geruch werde ich ja nie vergessen, wo ich die 2 Wochen in Portugal auf dem Campingplatz gecampt habe. Deswegen, den Geruch kenne ich. So, ich bin jetzt auf der Finca angekommen. 2860 Meter und das sind Kolibris, grüne. Solche habe ich noch nicht gesehen. Seht ihr das da? Schwierig. Man kann das gar nicht hier richtig sehen. Man denkt, man ist an der Spitze angekommen. Aber, weil das ist alles in den Wolken, da sind riesige Berge hier. Manchmal sieht man die so rausblinken. Da sieht man es ein bisschen jetzt. Ja. Und jetzt geht's hier runter den Trail. Bin ich mal gespannt. Das ist ja dann immer nicht so anstrengend für die Kondition, aber dafür für die Knie. Oh Mann, wenn man über 40 ist, wird alles nicht, wird's nicht leichter im Leben. Und ich muss sagen, ich habe ja mal einen Artikel gemacht, ganz am Anfang meiner Weltreise, als ich als Backpacker aufgebrochen bin. Und da hatte ich immer diese Adidas Terex Schuhe. Die hatten so eine krasse Sohle vom Continental, von der Reifenfirma. Und sind wasserdicht, Gore-Tex.
Und das erste Paar, die habe ich beim Globetrotter gekauft. Ich glaube, da habe ich 250 € oder so dafür bezahlt. Oder mehr sogar. Und dann habe ich die irgendwann nochmal wieder gekauft und so. Die haben dann irgendwann nur noch 150 gekostet. Ja, es sind super Schuhe. Dann habe ich mega lang recherchiert und habe auch einen riesen Artikel darüber geschrieben in meinem Blog, was die besten Reiseschuhe sind. Die habe ich 3-mal oder so gekauft. Die ersten 4 Jahre und so. Und es war auch immer top. Kannst du halt durch Flüsse laufen auch oder durch Wasser, sagen wir es so. Es waren halt flache Schuhe. Wenn die dann tiefer sind als Knöchel hoch, läuft das Wasser natürlich oben rein. Aber zum Wandern sind die schon gut. Allerdings sind die ziemlich schwer. Und das nervt natürlich zum einen im Gepäck, jetzt beim Motorradfahren und auch beim Wandern. Gerade wenn man konditionell nicht so ganz krass auf der Höhe ist, so Bergwanderung, dann ist es halt geiler, wenn man ein leichtes Schuhwerk hat. Deswegen habe ich dann irgendwann jetzt andere Schuhe gekauft, normale Sneaker. Und ich habe jetzt hier so Under Armour ganz normale Turnschuhe. Und meiner Meinung nach sind die zum Wandern genauso gut von der Sohle her. Und kannst halt in jedem Geschäft kaufen, kosten weniger und wiegen halt 1/3 oder so. Und wenn die nass werden, bei dem Gore-Tex-Zeug, wenn das einmal, also wenn die halt nass waren, die Schuhe, dann haben die 3-4 Tage gebraucht, um zu trocknen. Also wenn innen Wasser reingelaufen ist. Und die hier, die sind halt so dünnes Material, stellst du 2 Stunden in die Sonne, sind die trocken. Deswegen, ja, bei ganz kalten Konditionen könnte man immer noch sagen, ja, es ist vielleicht besser. Aber mittlerweile würde ich sagen, geht einfach mit normalen Sneakers. Das nur mal als Equipment außerhalb des Motorrads. Und ich meine, auch beim Motorradfahren, man braucht ja immer mal was, um zu wandern oder so. Ich weiß, es gibt Motorradfahrer, die steigen nie ab vom Motorrad, gucken sich alles immer nur vom Motorrad aus an. Aber naja, wenn man so ein bisschen reist, gehört es eben auch dazu, mal einen Trail zu machen. Und das ist ja auch wunderschön, wie zum Beispiel hier. Was man nicht machen sollte, ist weiße Schuhe tragen. Ich hatte auch am Anfang meiner Weltreise, hatte ich immer für die Städte, hatte ich noch ein zweites Paar Sneaker dabei. Also einmal meine Adidas Terex und dann noch Stan Smith Adidas, also so ähnlich. Und ja, ziemlich schnell festgestellt, dass das eine dumme Idee war. Also weiße Tennisschuhe, natürlich bin ich auch ein Riesenfan, aber auf Reisen ist das Unpraktischste, was es gibt. Außer du machst nur Städtereisen. Ich habe die Stan Smiths dann irgendwann in einem Hostel in China zurückgelassen. Ich hoffe, jemand hat sich darüber gefreut. Ja, und hoppala. Nicht sicher, wo lang jetzt, aber gut. So, jetzt sind wir am Kolibri-Reservoir. Da steht noch, kostet 20.000. Das mache ich jetzt nicht. Und hier der Pfeil, kann man da lang 60 Kilometer auf 5000 Meter hochwandern. Heute nicht. Das ist die Kolibri Farm. Also die nette Dame hat mich eben begrüßt. 20.000. Man kriegt dann noch ein heißes Getränk dazu, wenn man möchte. Aber ich habe gesagt, nee, ich will nur weiterlaufen. Hat sie gesagt, nee, das ist aber wieder zurück bis über die erste Brücke. Also das ist bestimmt 1 Kilometer zurück oder so. Und da dann links. Krass. Total falsch gelaufen. Jetzt habe ich hier vorhin nochmal 2 Kilometer extra gemacht. Frechheit. Hier? Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich lang muss. Ja, ich laufe auf jeden Fall zu runter. Hier geht es wieder zu diesem 60 Kilometer Track hoch. Oh, der krasse Dschungel ist
Und durch das Tor bin ich gekommen und da hinten geht's zu den Kolibris, 500 Meter. Aber die Kolibris haben so eine Extrastraße auf der Karte. Und hier geht's zu so einem zu einer Hütte, die da angeschrieben, also auf Google habe ich geguckt, die ist auf der Karte nicht drauf, ja, auf die ich da fotografiert habe. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich jetzt zu dieser Hütte laufe oder ob das der Weg zurück ist auch. Und eine andere Ausschilderung gibt's nicht. Es gibt nicht ein Schild hier zurück zum Parkplatz oder so. Ich meine, es sind viele Leute hier gegangen, das sieht man. Aber auf diesem 60 Kilometer Track, wo man denkt, da gehen nicht viele Leute, da ist aber auch total ausgelatscht. Deswegen keine Ahnung. Ein bisschen Abenteuer gehört dazu. Und ja, ich bin froh. Hoppala. Ich kann sagen, ich bin froh, dass ich so rumgelaufen bin, weil es viel einfacher ist, als wenn man sich hier hochquält. Aber man muss schon aufpassen, dass man sich nicht hinlegt. Ja. Aber der Dschungel hier, das ist halt richtig geil, weil das halt 3000 Meter ist und trotzdem ist hier so eine Dschungellandschaft. Ja. Ist halt ganz anders als das Altiplano im Süden, wo halt nichts ist. Ist auch schön, aber das hier ist halt Dschungel, ich bin ja ein Riesenfan. Ja, das muss der richtige Weg sein. Weil hier ist Pferdekacke oder Eselkacke. Das heißt, die Esel sind hier hochgelaufen. Das wird wohl dann richtig. Nee. Hä? Da bin ich eben angekommen. Hier war ich eben. Einmal im Kreis gelaufen. Aber jetzt laufe ich diesen Weg zum dritten Mal. Bis zur Brücke, das ist über diesen ganzen Fluss, den ich gelaufen bin, zurück. Ey. Okay, Brücke. Hier sind auf jeden Fall Fußspuren. Aber da ist ja auch nichts, oder? Krass. Aha. Also die beiden habe ich jetzt gefragt und das ist der Weg hier zu den Brücken. Und die waren ziemlich erschöpft. Gut. Haben wir es ja auch schon gefunden. Stunde Umweg. Und der Weg sieht ja auch nicht so richtig aus wie ein Weg. Ah, scheiße, ist nicht ins Wasser getreten. Ah, nasse Füße. Okay. Das passiert ja halt nicht mit den Gore-Tex-Dingern, wenn du so ein bisschen ins Wasser trittst. Aber es ist nicht kalt, es sind so ungefähr 20 Grad, würde ich sagen. Wahrscheinlich. Okay, cool. Wow. Schaukelt ganz schön. Wasser von oben, Wasser von unten. Ich glaube, jetzt kann ich aber nicht mehr falsch machen. Warum geht's hier bergauf? Bin doch nicht so sicher. Aber es muss ja über die Brücken gehen.
So viel falsch laufen kann ich mir dann auch nicht mehr erlauben, weil dann wird es irgendwann dunkel. Ich muss noch eine Stunde zurückfahren mit dem Motorrad. Ich würde halt gerne in Salento noch was essen. Ja, ist auf jeden Fall abenteuerlich. Also ich weiß nicht, anscheinend bin ich zu dumm. Der Weg endet jetzt hier. Man kann jetzt hier drüber balancieren. Aber ist das der Weg? Nicht sicher. Ich guck mal. Ja, sieht so aus, da ist eine Brücke. Anscheinend ist das der Weg. Also muss ich wirklich sagen, die erste Strecke bis zu dieser Hütte mit den Kolibris, super geil, super einfach auch, also steil, aber da kannst du quasi mit dem Motorrad, wenn es erlaubt wäre, könntest du mit dem Motorrad da hochfahren. Aber das hier ist echt abenteuerlich, gar nicht so Touri-mäßig. Also die alten Leute würde ich mal gerne sehen, wie die hier rüberkommen. Und ach so, hier, man nennt es auch nicht Regenwald, da stand Cloud Forest, also Wolkenwald. So, jetzt muss ich erstmal hier unfallfrei runterkommen. Hier sind so Pilze. Und wenn mich nicht alles täuscht, das hier könnte Kaffee sein. Jetzt sind mir eben die beiden Mädels entgegengekommen, die oben, die schon da Karten gespielt haben. Und die haben so, wir haben uns verlaufen. Wo geht's lang? Und ich so, ja, es müsste eigentlich hier. Es war da am Wasserfall. 50 Meter hoch und dann rechts, glaube ich. Da habe ich gesagt, so, ja, macht euch keine Sorgen. Ich habe mich auch schon verlaufen, weiter oben. Und weißt du, wie weit es noch ist? Keine Ahnung. Also bin ich der Einzige, der sich verläuft. So, das sieht doch aus nach Zivilisation. Und nochmal die mystischen King Kong Palmen. Da hinten auch. Geil. Eine Hütte mit was zu trinken. Ja, ich habe jetzt beschlossen, ich trinke jetzt hier mal was. Ich habe so einen Durst. Und dann setze ich mich mal hier hin. Ist egal. Er hat gesagt, es sind noch 20, 25 Minuten bis dahin.
Buenas tardes. Ich glaube, noch ein Stück da lang, oder? Aber Halleluja, ich habe es geschafft. Wenn ich das Bike gefunden habe, fahre ich nach Salento und dann essen und dann zurückfahren. Oh. Das könnte auch irgendwo in Kolumbien sein, aber tatsächlich ist es meine Heimat, hier im schönen Hessenlande. Ich bin mittlerweile raus aus der Reha, aber bis ich jetzt wieder voll belasten kann und so, das dauert halt noch. Also mal so 2 Stunden fahren oder so wird wohl dann irgendwann schon drin sein, aber halt eine richtige Reise machen oder so, dann das dauert noch. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn ihr weiter Ruthis Reisen treu bleibt. Apropos, die Kalender sollten mittlerweile alle angekommen sein. Falls das nicht der Fall ist, schreibt mir gerne per E-Mail. Ich habe den Kalender auch schon von meiner Webseite runtergenommen, denn er ist ausverkauft. Falls jetzt irgendwie noch, sagen wir mal, 10 Leute mindestens Interesse haben, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben, ruti@rutisreisen.de. Könnt sagen, ich habe Interesse. Für einen Kalender werfe ich jetzt nicht nochmal die neue Produktion an, weil das lohnt sich nicht. Da ist, also die Produktionskosten sind dann höher als die Verkaufskosten. Aber so ab 10 würde ich sagen, würde ich dann auch nochmal eine Ladung rausschicken. Dann gibt natürlich noch mehr Merch. Hier sieht man zum Beispiel sowas, eine warme Mütze von Ruthis Reisen. Und ganz neu gibt es jetzt auch Pullover und T-Shirts und Hoodies. Und es gibt Basecaps und ihr kennt ja auch meine Tassen. Und das ist ja für mich jetzt auch so, dass ich jetzt wieder in Deutschland bin. Ist für mich so, dass ich diesen Merch zum ersten Mal ausprobieren kann. Und ich muss sagen, das ist echt cooles Zeug. Also ja, ich habe hier den Pulli an und ich habe benutze die Tasse, also die Emaille-Tasse benutze ich jeden Tag. Es gibt natürlich hier so mit Ruthis Reisen oder mit Logo und so weiter, aber es gibt auch welche, wo eben das Ruthis Reisen Logo oder der Schriftzug nur ganz klein ist und ein großes Reisemotorrad drauf ist, weil ich gedacht habe, vielleicht ist es einfach cool, wenn man als Motorradreisender ein Reisemotorrad-Shirt hat. Gibt es auf meiner Webseite, Link ist in der Beschreibung von meinem Shop. Ich habe jetzt auch extra den Hoster gewechselt, damit das besser läuft. Vorher war es ein bisschen slow. Wie geht's weiter? Ich werde jetzt weiter noch ein paar große Abenteuer aus Kolumbien, Ecuador, Peru und so weiter zeigen. Ich beschränke mich auf die großen Abenteuer, was ich denke ist sehenswert und freue mich, wenn ihr da reinschaut. Liked und hypt und alles, was es da so gibt, das ist natürlich toll. Und dann sehe ich, dass ich wieder fit werde. Aber ihr seht, so geht es mir ganz gut. Jetzt feiere ich erstmal Weihnachten mit der Mama in Deutschland. Das ist ja auch ganz schön. Und wünsche euch ein frohes Fest und schöne Feiertage. Und ich muss mich natürlich noch bei den Unterstützern bedanken. Zahlreiche Unterstützer, weil ich ja schon länger mich nicht mehr bedankt hatte. Ich habe es gesammelt. POD Micha, Frank, Roland, Martin, Oliver, nochmal Frank, Gerd, Norbert und Erik. Roland aus Rödermark, Peter, Volbeat 676, Martin, Oliver, Frank, René und Katrin. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ja, es hilft mir sehr. Jetzt gerade ist halt auch so, konnte ich ja länger jetzt überhaupt nicht arbeiten. Jetzt fange ich an wieder zu arbeiten, aber halt neue Videos drehen und so. Kann ja kein Motorrad fahren auch und so weiter, ne? Und reisen auch nicht im Moment. Aber ja, es geht immer weiter irgendwie. Wie gesagt, Hauptsache ist erstmal gesund werden, gesund bleiben. Und das wünsche ich euch auch. Also bis dahin, macht's gut. Euer Ruti. Tschüss.